Mit einem Grüezi, Servus und Hallo begrüßen wir euch zum Kapitel 2 unserer Reise durch Korsika. Heute fahren wir ins Landesinnere. Unser Endziel wird die ehemalige Hauptstadt Corte sein, wo wir uns für 2 Nächte in einem Apartment einquartieren werden. Wir verlassen Ajaccio und folgen zuerst der D302 und der D55 Richtung Süden, bevor es dann in einem Bogen wieder Richtung Norden geht. Dabei werden wir das wilde und bergige Inland Korsikas kennenlernen. Wie ihr anhand der Bilder erkennen könnt, wechselt der Zustand der Straßen zwischen hervorragend und Straßen mit tiefen Schlaglöchern. Genauso haben wir es erwartet. Gegen Mittag erreichen wir das kleine Dörfchen Tola, welches oberhalb eines Stausees liegt. Außerhalb des Dorfes, Richtung Bastelica, liegt eine kleine Terrasse, von wo man eine schöne Aussicht auf Tola und den 1960 erbauten Stausee hat. Wir hatten davon gehört, dass im Landesinneren Schweine manchmal auf der Straße liegen. Aber so richtig vorstellen konnten wir uns das nicht. Bis jetzt. Es sollte auch nicht das einzige Mal sein, dass nach einer Kurve Tiere die Straße belagerten. Mit einer Höhe von 1193 Metern gehört der Col de Scalella zu den größeren Pässen. Er ist aber relativ einfach zu befahren.
Nachdem wir Corte erreicht haben, bleibt noch genügend Zeit für einen Abstecher ins Valle della Stonica. Von Corte aus führt eine 15 Kilometer lange, kurvenreiche und enge Straße bis zur Bergerie de Grottelle, die auf 1370 Meter liegt. Von hier aus kann man diverse Wanderungen machen, wie zum Beispiel zum Lac de Melo, der auf 1711 Meter liegt. Der Fluss Restonica, der sich das Tal hinunterschlängelt, bietet unzählige Badebuchten und wird vor allem im Hochsommer stark besucht. Nach einer kleinen Pause fahren wir das Tal wieder zurück und beziehen anschließend unsere Unterkunft in Corte. Nachdem alles verstaut ist, machen wir uns auf den Weg, die kleine Stadt zu entdecken. Corte liegt im Zentrum der Insel und gilt heute als die heimliche Hauptstadt Korsikas. Zur Zeit der Unabhängigkeit Korsikas zwischen 1755 und 1769 war Corte sogar offiziell Korsikas Hauptstadt. Mit seinen umliegenden Schluchten und Bergen hatte Corte schon immer eine bedeutende militärische Rolle gespielt. So bewegt die Geschichte Korsikas ist, so bewegt ist auch die Geschichte Cortes. Ob Genueser, Spanier oder Franzosen, alle waren mal hier und hielten die Stadt besetzt. Die Zitadelle von Corte ist die einzige größere militärische Festung im Landesinneren. Der Felsvorsprung wurde bereits im 9. Jahrhundert befestigt. Allerdings wurde erst 1419 die Burg unter dem korsischen Abenteurer Vincentello d'Istria gebaut. Besonders beeindruckend ist das Adlernest, die Südspitze des Felssporns. Die Einrichtungen können besichtigt werden. Vom Adlernest aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Umgebung. Heute beherbergt die Zitadelle das Nationalparkbüro, ein Museum über korsische Geschichte sowie Einrichtungen der Universität. Unterhalb der Zitadelle liegt der Place Chaffory mit der Bronzestatue von General Giampietro Ciaffori. Das Bronzerelief unterhalb der Statue zeigt die Heldentaten, die er und seine Frau Faustina
im Kampf um Korsikas Freiheit begangen haben. Gegenüber der Statue liegt die Église l'Annonciation aus dem Jahre 1450 mit seinem hohen und schmalen Glockenturm. Wenn man in Korsika ist, kommt man um einen Namen nicht herum: Pasquale Paoli, dem berühmten korsischen Widerstandskämpfer. Zu ihm und seiner Geschichte erzähle ich euch später mehr. Wir haben es heute Morgen ruhig angehen lassen, denn wir müssen nicht packen. Das Gepäck bleibt heute in der Unterkunft und so sind wir etwas leichter unterwegs. Als erstes fahren wir ins schöne Ascotal. Von dort geht es das Tal wieder zurück bis Ponte Leccia und Morosaglia, wo wir eine kurze Pause einlegen werden. Über Pietra di Verde geht es nach Alenia, von wo wir wieder zurück nach Corte fahren. Das Ascotal zieht sich hinauf ins Hochgebirge bis an den Fuß des Monte Cinto. Die bei Motorrad- und Radfahrer beliebte, schmale und kurvenreiche Straße D147 schlängelt sich ca. 33 Kilometer durch das Gebirgstal und endet auf 1450 Meter in der Skistation Haut Ascot. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und wenden uns der umfangreichen Flora Korsikas zu. Seit Tagen liegt über den Straßen stellenweise ein süßlicher, würziger Duft in der Luft. Wir haben versucht, diesen zu lokalisieren und sind beim Riesenfenchel gelandet. Dieser findet man sehr häufig am Straßenrand. Ob der Duft vom Fenchel stammt, konnten wir nicht abschließend klären. Sollte ein Biologe oder ein Pflanzenkenner unter den Zuschauern sein, würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Wie die meisten Flüsse in Korsika bietet auch der Asco-Fluss wunderschöne Badestellen.
Eine davon liegt bei der Genueser Brücke kurz nach dem Dorf Asco. Das Skigebiet Haut Asco wurde 2015 wieder aufgebaut, nachdem es 1998 durch einen Steinschlag zerstört wurde. Der Monte Cinto ist mit 2706 Metern Höhe der höchste Berg der Mittelmeerinsel Korsika. Er liegt im Cinto-Massiv im nordwestlichen korsischen Hochgebirge. Der Berg wird wegen seiner guten Rundsicht sowohl im Sommer als auch im Winter oft bestiegen. Vom Skiort Haut Asco geht es wieder zurück ins Tal. Im kleinen Dorf Asco legen wir eine kurze Kaffeepause ein. Nach der kurzen Pause erreichen wir schnell das kleine und unscheinbare Dorf Morosaglia. Hier liegt auch der Geburtsort der wichtigsten Person in Korsikas Geschichte, Pasquale Paoli. Der am 6. April 1725 in Morosaglia geborene Revolutionär und Widerstandskämpfer gilt in Korsika als der Freiheitsheld. Kein Dorf, keine Stadt, die nicht eine Straße, einen Platz oder ein Gebäude nach ihm benannt hat. Pasquale Paoli kämpfte Zeit seines Lebens für die Unabhängigkeit Korsikas und gab ihr eine demokratische Verfassung. Nach dem Anschluss Korsikas an Frankreich ging er ins Exil nach England und unterhielt dort Kontakte zu zahlreichen europäischen Größen wie Goethe, Rousseau und viele mehr. Unsere Fahrt geht weiter mit dem Zwischenziel Aleria. Kurz vor Aleria wird das Land flacher. Links und rechts der Straße stehen Weinreben. Kein Wunder, befinden wir uns doch im 12 Kilometer breiten Weinbaugebiet der Ostküste. Hier wird seit der Antike Wein angebaut. Der vormals schlechte Ruf der Weine ist mittlerweile nicht mehr angebracht, werden doch heute zahlreiche AOC-Weine produziert. Der bekannteste Wein der Ostküste ist sicherlich der Président, der aus der Region Aleria stammt.
Von Aleria aus geht es über die T50 wieder Richtung Landesinnere und zurück nach Corte. Dabei befahren wir das untere Davignano-Tal, welches von Aleria bis nach Corte reicht. Die Strecke führt an zahlreichen kleinen, wunderschönen Dörfern vorbei. Noch wenige Kilometer und wir sind zurück in Corte. Morgen früh geht es weiter Richtung Süden. Mehr dazu seht ihr aber im nächsten Kapitel. Wir hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei.